Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. 1956 erschien Sora no Daikaiju Radon in den japanischen Kinos. 1958 wurde der Film unter Rodan die fliegenden Monster von Osaka in die deutschen Lichtspielhäuser gebracht. Für diesen Film kamen erneut Regisseur Ishiro Honda, Komponist Akira Ifukube, Effektspezialist Eiji Tsuburaya und Produzent Tomoyuki Tanaka zusammen. Dieser Film ist der dritte Kaiju-Eiga und der erste, der in Farbe veröffentlicht wurde. Bei der heutigen Review machen wir etwas Besonderes. Es liegt die japanische Originalversion von Classic Media vor, als auch die deutsche Version. Dadurch werdet ihr Ausschnitte sehen, die bisher vielleicht nur wenige gesehen haben. Trotz dass die deutsche Version so verhunzt ist, wird in der Review immer wieder zwischen deutscher und japanischer Version gewechselt. Die Geschichte beginnt in einem Bergwerk auf Kyushu, einer der 4 japanischen Hauptinseln. Hauptakteur ist der Mineningenieur Shigeru. Eines Tages werden die Mitarbeiter Goro und Yoshi vermisst. Goro ist der Bruder von Shigerus Verlobten Kyo. Doch dann wird die Leiche von Yoshi entdeckt. Aber er war nicht ertrunken. Er war getötet worden. Schlimmer noch als getötet, er war wie ein Tier geschlachtet worden. 2 Minenarbeiter und ein Polizist begeben sich in den Stollen 8. Doch auch diese werden von einer unbekannten Kraft grausam getötet. Niemand weiß, warum die Menschen starben. Es wird wild spekuliert, ob nicht Goro der Mörder ist. Bis eine riesige Raupe, ein Meganulon, in Kyos Haus eindringt. Die Polizei kann das Tier töten, sie verliert aber auch 2 Kollegen. Die Ärzte stellen fest, dass die Verletzungen der Minenarbeiter auf die Angriffe des Meganulon herrühren. Ruhe, bitte. Wieder dieselben Verletzungen. Beide sind tot. Alle Toten sind das Opfer dieses Ungeheuers. Die Verletzungen gleichen sich. Die Armee trifft ein und es wird versucht, die Lebewesen zu töten. Bei der Mission wird Shigeru von den anderen durch den Einsturz des Stollens getrennt. Shigeru! Man vermutet, dass Shigeru durch den Einsturz getötet wurde. Vielleicht finden Sie ihn morgen. Morgen finden wir ihn sicher. Kurz danach erschüttert die Gegend ein gigantischer Erdrutsch. Als die Menschen die Auswirkungen des Erdrutsches begutachten wollen, finden sie Shigeru. Dieser hat einen Schock und leidet unter einer Amnesie. Plötzlich wird im japanischen Luftraum ein Flugobjekt entdeckt, das mit Überschallgeschwindigkeit fliegt und ein Kampfflugzeug zerstört. Erst hat es einen Looping gedreht, ist wieder geradeaus geflogen und hat dann gewendet. Alles mit Überschallgeschwindigkeit. Das Flugobjekt wird im gesamten pazifischen Raum gesichtet. Doch dann wird ein frisch verheiratetes Paar getötet. Die Auswertung des Fotoapparates zeigt, dass ein riesiger Vogel das unbekannte Flugobjekt ist. Kyo zeigt Shigeru durch eine liebevolle Geste ihren Vogelkäfig, in dem gerade ein Küken anfängt zu schlüpfen. Shigeru wird so stark getriggert, dass er sein Erinnerungsvermögen wiedererlangt. Shigeru-san, du erkennst mich. Du kannst dich wieder erinnern. Ein Ungeheuer wollte mich umbringen. Er bestätigt die Annahme von Dr. Kashiwagi, dass ein riesiger Pteranodon das unbekannte Flugobjekt ist. Der Aufenthaltsort ist eine Höhle und befindet sich am Vulkan Mount Aso. Das Team geht noch einmal in den Stollen, in dem Shigeru verschüttet wurde. Dort finden sie Eierschalen. Nun ist es offiziell. Der riesige Vogel ist eine Abart des Pteranodon, auch Rodan genannt. Die Luftwaffe wird eingesetzt, hat aber keine Chance gegen Rodan. Rodan erreicht Fukuoka. Die Bodentruppen versuchen Rodan zu vertreiben, doch auch ihr Angriff ist wirkungslos. Durch die mächtigen Luftstöße Rodans wird die Stadt in ein Trümmerfeld verwandelt. Dann geschieht das Unmögliche. Ein zweiter Rodan erscheint über Fukuoka. Damit ist die Katastrophe perfekt. Somit ist geklärt, warum an weit entfernten Gegenden zur gleichen Zeit Sichtungen über das unbekannte Flugobjekt zustande kamen.
Die beiden verlassen eine Stadt in Flammen. Die Stadt in Flammen und nichts kann die Rodans töten. Hunderte von Toten. Entwarnung. Die beiden Rodan ziehen sich in ihre Höhle zurück. Die Armee sammelt sich und will durch den Beschuss einen Vulkanausbruch herbeiführen, was ihnen auch gelingt. Dieser Naturgewalt können die beiden Rodan nicht entkommen. Sie sterben in der glühenden Lava. Ich begriff, dass sich der Mensch diesmal noch um Haaresbreite als der Stärkere erwiesen hatte. Aber wird das immer so sein? Nun zu der Bewertung des Filmes. Als erstes die Handlung. Und diese ist sehr stimmungsvoll. Erst gibt es nur einen überfluteten Schacht, dann wird das Untersuchungsteam angegriffen und noch während überlegt wird, mit was man es zu tun hat, greift der Meganulon die Siedlung an. Als es verfolgt wird, kommt es zu einem Erdrutsch und Shigeru entdeckt das Ei von Rodan. Währenddessen wird über den Pazifik ein riesiges Flugobjekt entdeckt. Bei all den Ereignissen fragt man sich, was wohl als nächstes kommen wird, und auch, dass es diesmal gleich 2 Kaiju gibt, obwohl erstmal nur ein Ei gezeigt wird, kommt sehr unerwartet. 10 von 10 Gs. Nun zu den Kostümen. Die sind nahezu perfekt. Beide Rodan-Kostüme sehen super aus und die Modellbauten entfalten der japanischen Version erst richtig ihre Pracht. Vor allem der zerstörerische Luftzug durch Rodans Flug ist dabei hervorzuheben. 10 von 10 Gs. In die Musik. Denn dazu muss nicht viel gesagt werden, da wieder Akira Ifukube am Werk war und diese deshalb fantastisch ist. 10 von 10 Gs. In die Kämpfe. Es gibt diesmal wieder keine Kämpfe zwischen Kaiju, aber die Verfolgungsjagd zwischen den Jets und Rodan ist super umgesetzt. Auch hat ausnahmsweise mal praktisch die Armee gewonnen, denn durch deren Beschuss bricht der Vulkan aus, dessen Dämpfe und Lava beide Rodan zu Fall bringen. 7 von 10 Gs. Zum Schluss der Spannungsbogen. Wie schon bei der Handlung angerissen, ist dieser großartig, denn man fragt sich permanent, was wohl als nächstes passieren wird, und es wird bei jedem neuen, unvorhersehbaren Meilenstein des Films noch spektakulärer. 10 von 10 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 47 von 50 Gs. Nun zu meiner Bewertung. Dafür verwende ich natürlich die japanische Version. Der Ablauf der Handlung ist schön erzählt und hat ein angenehmes Tempo. Sehr interessant ist, dass ein zweiter Rodan auftaucht. 2 Kaijus der gleichen Spezies gibt es bisher nur in Godzilla und die Urweltraupen und Tokyo SOS. Etwas Gutes muss man zur deutschen Fassung sagen. Da Shigeru häufig aus dem Off heraus spricht und das Geschehen kommentiert, passt gut rein, wie ich finde. Zumindest für die deutsche Fassung. 10 Gs. Die Effekte sind für 1956 einfach nur grandios. Sie fügen sich sehr harmonisch in das Gesamtbild des Filmes ein. Die Modelle sind allesamt herrlich detailliert und die Zerstörung von Fukuoka ist wohl eines der absoluten Highlights des gesamten Genres. Das Kostüm von Rodan ist für mich das Beste bis 2019. 10 Gs. Akira Ifukube liefert für diesen Film einen bedrohlichen und eindringlichen Score. Absolutes Highlight ist der Kampf von Rodan und den Kampfflugzeugen. An solchen Szenen kommt heutzutage stimmungsvoll wenig heran. 10 Gs. Kämpfe zwischen den Monstern gibt es hier nicht. Ähnlich wie bei Godzilla 54 treten hier die Rodan als einziges Monster auf. Man kann den Kampf mit den Flugzeugen als absolut gelungen betrachten und die Angriffe des Militärs in Fukuoka wissen auch gut zu unterhalten. 10 Gs. Die Erzählweise von Regisseur Honda baut auf die Ereignisse auf und setzt immer noch einen drauf. Vom Erscheinen der mannshohen Meganulon bis zum Auftauchen des noch gewaltigeren Rodan und der Zerstörung von Fukuoka, wo auch der zweite Rodan erscheint, hat die Geschichte einen roten Faden, der sehr spannend erzählt wird. 10 Gs. Damit komme ich auf 50 von 50 Gs. Mit Max seiner Bewertung von 47 Gs kommen wir zusammen auf 48,5 von 50 Gs. Rodan ist ein absoluter Klassiker des Keijo Eiga. Der Film hat sympathische Schauspieler, die ihre Rollen glaubhaft verkörpern. Für 1956 wahrlich ein hervorragendes Werk von Honda und Tsuburaya. Der Film bietet zu Anfang sehr schöne Horrorelemente, die wirklich spannend gemacht sind. Es ist ungewöhnlich für einen Kaiju-Film, dass die Toten so präsent gezeigt werden. Gemessen an dem Tempo, die der Film vorliegt, die Kunst der Effekte und die Musik von Akira Ifukube, ist es schwer heutzutage einen gleichwertigen Film, egal welchen Genres zu finden, der diese 3 Elemente so gekonnt verkörpert wie Rodan. Es war Frankenstein.